Ich mag es auch, wenn die Kunst sich mir entzieht. Ich mag es auch, wenn es eine verführerische Herausforderung ist. Ich mag es auch, wenn es ein Rätsel ist. Es ist nicht immer ein Entgegenkommen. Ich hoffe, dass wenn man sie sieht, dass es wie jemand, den man gerne kennenlernen möchte. Das Erste, was man sieht, ist eine Wand von Lorbeerbäumen, die ich so konzipiert habe, dass sie 5 Meter hoch sind, damit man auch von oben bis zum ersten Stock der Rotunde in diesen Landschaft, Hecken, also man wird dann wirklich so eingebettet darin. In den Hecken befinden sich mehrere Skulpturen, 4, die sind in falschem Beton, die alle gemeinsam den Buchstaben R ergeben. Auf den Betonkübeln ist ein Wort eingraviert von mir und das steht tout terriblement. Aber eigentlich tout terriblement, weil das R ja die Skulptur ist. Ein Gedicht von Apollinaire. Aber auch, und da kenne ich es, ein Ausdruck, das Yves Saint Laurent häufig benutzt hat, wenn man ihn fragte, wie es ihm geht. Idyll in an Electronics Factory ist der Titel eines Artikels, der 1963 in dem Magazin Interiors erschienen ist. Das ist ein Artikel, der über einen kleinen Garten geschrieben worden ist, der James C. Rose, ein Landschaftsarchitekt, den ich sehr gerne mag, der eben einen Fokus hatte auf sozialen Gärten. Und er designte einen kleinen Rückzugsort für die Arbeiter einer elektronischen Fabrik. Und Idylle in einer elektronischen Fabrik war eine seltsame und sehr schöne Verbindung von Gegensätzen. Aber dieser Titel hat mich weiter begleitet und ich habe verstanden, dass ich ihn in dem Zusammenhang von einer Institution, von der Rotunde, von diesem Ort, das auch ein Nicht-Ort ist, aber auch ein Ort, wo Leute auch ab und zu stehen bleiben, sich zurückziehen, durchgehen, dass ich versuchen kann, darin eine kleine, seltsame, verdrehte Idylle zu bauen. Man kann natürlich auch, wenn man unten ist, in dem Garten, von gewissen Punkten, wenn man da ist, habe ich es auch konzipiert, ein großes Gemälde sehen, eine 1:1 Kopie von dem Originalcover von dem Magazin Interiors, in dem zuallererst Mal dieser Artikel über diesen Garten von James C. Rose veröffentlicht worden ist. Ich habe es bewusst sehr groß gehalten. Das Gemälde ist vom Boden bis zur Decke genauso hoch wie die Rotunde und ist eingeklemmt, als ob es gerade irgendwie woanders hätte transportiert werden sollen und ist einfach mitten im Transport in der Rotunde stecken geblieben. Darin befindet sich auch noch ein Text, das heißt Note the Lizard on the Circuit. Und es gibt dort einen Schaltkasten ebenfalls, weil wir sind immer noch in einer abstrakten elektronischen Fabrik. Und in diesem Schaltkasten ist ein kleiner Gecko. In dieser Ausstellung ist die Bewegung äußerst wichtig und auch vorteilhaft. Jede Arbeit habe ich versucht zu konzipieren, dass sie einen kleinen Moment hat. Also es gibt ein Spiel mit Proportionen, es gibt ein Spiel mit Grandezza und mit etwas ganz Behutsamen. Ich hoffe, dass man den Blick des Betrachters darauf werfen kann, weil es eben so alles so gewaltig ist. Das Kleine, das dann doch irgendwie the ghost in the machine ist, die Eidechse im Schaltkasten dann doch noch viel mehr wahrnimmt, als wenn es nur kleine Arbeiten wären. Dass ich etwas der Rotunde geben kann mit meinen eigenen, skurrilen, unabhängigen, wilden Garten zu machen, in dem einfach die klassischen Elemente von dem, was man in Museen sieht, hineinzubauen. Die Skulptur, die Malerei, die Performance, aber alle ein bisschen verzerrt. Ich mochte die Idee, dass man das Gefühl hat, dass die Objekte, die einen umgeben, einem nicht gehören, dass sie ein Eigenleben haben. Dass man sich Kunst auch nicht immer, oder die Welt nicht immer zu untertan machen darf und kann. Das Geheimnisvolle vielleicht daran ist, dass ich sehr viel Information auch weglasse. Aber das ist ein bisschen wie im Jazz. Das ist das, was nicht gespielt wird, was interessant ist.